Ei, da sehe ich schon Nummer 2. Gehen wir in die 5 Kilo Pasta Challenge von à la Mama. Kostenloses Essen für die Ewigkeit singend. Wenn du schaffst. Wenn ich schaff's, du darfst drücken. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und natürlich einer neuen Challenge. Wir sind dafür extra nach Regensburg gefahren. Ich war noch nie hier. Von München bin ich jetzt extra nach Regensburg gereist zu à la Mama. Wir haben hier, wie ihr seht, einen kleinen Stand und die liebe Sarina? Sarina. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Super gerne. Sarina, wir sind heute hier, weil ihr von à la Mama mich auf eine Challenge herausgefordert habt. Ganz genau. Zuerst mal, was ist à la Mama? Also à la Mama ist ein Fertiggericht, aber nicht nur irgendeines, sondern fertige italienische Pasta. 4 Minuten dauert es und dann habt ihr eine Pasta wie im Restaurant, aber für zu Hause. Das heißt, Leute, es gibt heute tatsächlich mal wieder eine XXL Pasta Challenge. Ich weiß nur so viel, ihr habt viele verschiedene, ich glaube 6 Stück. Und worauf ihr auch Wert legt, ist auch glutenfrei, ne? Genau, wir haben 6 glutenfreie und 6 normale für dich vorbereitet. Okay, also, ich glaube viel Pasta. Wie sieht denn die Challenge aus? Die Challenge sieht so aus. Du kriegst von uns 6-mal normale Pasta und 6-mal ohne Gluten. Okay. Die Pastas, Sind das die gleichen dann? es gibt einen Unterschied. Bei den glutenfreien gibt es einmal mit Pesto und bei den anderen sind dafür Spaghetti Pomodoro. Okay. Genau, also mit Tomatensauce. Das ist der einzige Unterschied so. Okay. Also ich muss dir ehrlicherweise sagen, Pasta gehört schon zu meinen 3 Lieblingsgerichten. Das heißt, damit bin ich schon mal, fahre ich ganz gut. Wie viel sprechen wir dann ungefähr? Jede Pasta hat 400 Gramm. Ach, abgeholt, ist fertig sogar. Genau, Okay. ja. Und das heißt, insgesamt sind es so um die 5 Kilo Pasta, die du da essen musst. 5 Kilo Pasta, okay. Jetzt die wichtigste Frage. Habe ich ein Zeitlimit? Natürlich hast du ein Zeitlimit. Ernsthaft? Da haben wir uns was überlegt für dich. Und zwar, wir wissen ja von deinen Videos, dass deine Lieblingszahl 7 ist. Und wir dachten uns, du kriegst 12 mal 7 Minuten Zeit. Das sind dann 84 Minuten. Echt jetzt? Okay, das finde ich cool. Ich dachte schon gerade 70 Minuten irgendwie so, das wäre schon wieder knapp geworden. Aber ich habe letztens mit der 8 ganz gut gefahren. 12 mal 7, 84, das passt. Okay, Solltest du schaffen. ja. Ich komme ja auch immer aus einem gewissen Grund hier, ne? Ich habe ja so eine gewisse Journey, Guinness World Record Versuch, meiste kostenloses Essen für die Ewigkeit. Ja, das wissen wir. Stempel, kostenlose Pasta für die Ewigkeit. Kriege ich bei euch nach Hause? Kriegst du bei uns. Ernsthaft? Ja, kannst du haben. Aber nur, wenn du schaffst. Für 84 Minuten. Also Leute, 5 Kilo Pasta, 84 Minuten Zeit, kostenloses Essen für die Ewigkeit. Die Challenge nehme ich an. Ich würde Dann sagen, legen wir los. wir bereiten alles vor, legen los. Let's go. Eieieiei. Danke dir. Die ist mit Gluten, okay. Und das Pendant dazu ist dann ohne. Ei, da sehe ich schon Nummer 2. Dankeschön. Dann die ohne Gluten. Das ist die ohne Gluten. Genau. Also ist jetzt wirklich so... Darf ich mich zu dir setzen? Ja, komm gerne zu. Hol dir einen Stuhl. Wir haben jetzt hier, ich sag mal, 2 verschiedene Pastaplatten. Eine große, sage ich mal, im Ganzen. Aber die sind jetzt auch wirklich unterschiedlich unterteilt. Einmal glutenfrei. Glutenfrei, ja. Okay, glutenfrei. Siehst du, erkennt man das eigentlich vom Auge her? Nee, ne? Nur ein bisschen bei den Spaghetti, aber sonst würde ich sagen, nein. Bei welchen? Bei den hier Ja. und den hier. Was sind da so die Unterschiede? Mir fällt es jetzt nicht auf, sag ich Also dir die ehrlich. brechen ein wenig mehr, weil Okay. da der Kleber fehlt vom Eiweiß. Okay, Und die halten ein bisschen mehr zusammen, das heißt, aber das ist der einzige Unterschied. okay. Das Genau. heißt mit Gluten, ohne Gluten. Perfekt. Und ansonsten haben wir, ich sehe, wir haben Lasagne, das fällt mir Das direkt ist auf. richtig. Wir haben Penne, Genau, mit Mit? Guanciale obendrauf und ein Okay. bisschen Mozzarella. okay. Dann haben wir, das sind, nee, Raviolis sind das nicht, Das ne? sind Paccheri. Die kenne ich gar nicht. Das sind so ein bisschen breitere Nudeln Okay, mit so einem Loch drin, aber das sieht man gar nicht, weil die so flach sind. okay, okay. Spaghetti Ja. und einmal, das sind, nee, das sind Macaroni. Macaroni, doch. Und Tagliatelle sind hier. Ah, die sind noch da, extra. Genau. Dann würde ich sagen, mache ich mich ready, hol mir Besteck, ziehe auch meine Handschuhe an. Auch die Ganz wichtig. dürfen nicht fehlen. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir in die 5 Kilo Pasta Challenge von à la Mama. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Nur mal so die Frage eigentlich, bevor ich loslege. Wie viel würdest du dir zutrauen? Oder hast du mal, was meinst du? Schaffst du eine Packung?
Gerade so. Gerade so? Ja, wenn ich davor nichts gegessen habe. Okay. Und am Ende verrätst du mir, was dein Lieblings ist, denn ich bin gespannt, was auch meine Lieblings ist. Aber Leute, das Einzige, was du auch gleich schon mal vorab machen darfst, ist den Buzzer drücken für 84 Minuten. Ich ziehe mir die Handschuhe an und dann legen wir los. Auf geht's in die legendäre Alamama Challenge. Kostenloses Essen für die Ewigkeit singt. Wenn du schaffst. Wenn ich schaffe. Auf die Plätze, fertig. Let's go. Darf ich drücken? Du darfst drücken. Also, 84 Minuten haben wir Zeit und damit würde ich sagen, ja, gehe ich mal zuallererst, wenn es mir schon vorher liegt, in die Lasagne. Gehe mal in die Lasagne rein. Lasagne. Dann haben wir hier die, das sind die Packery, genau. Packery. Also Packery kenne ich gar nicht. Ja, die gibt es nicht so häufig hier tatsächlich. Ne? Ja, Also kennen wir. kennen viele nicht. Also wie so Röllchennudeln. Raviolis erinnert mich das eher so, aber ohne Füllung halt, ne? ja, genau, das So hab kommt ich's jetzt hin. auch- so hab ich's jetzt weil auch die vom sind ein bisschen Geschmack- flach und trotzdem So habe ich es jetzt ja. auch vom Geschmack her tatsächlich wahrgenommen. Raviolis, aber halt ohne Füllung. Penne, Arrabbiata Mit Guanciale. mit Guanciale. Ganz wichtig. Schmeckt natürlich schon geil mit dem Guanciale. Gell. Ne? Der kommt aber als Topping on top oder ist der mit bei der Pasta auch mit Nee, dabei? den haben wir jetzt als Topping drauf. Schon mal hier so Ja. ein bisschen, schon mal wieder ein paar Gramm mehr. Ich merke schon hier, das sind doch keine 500 Wir Gramm mehr. machen's dir nicht leicht. Ja. Dann aber wieder die Packery, Genau. ne? Aber mit Trüffel und Pilzen. Ah, okay. Oh, das meins. Das meins. Erinnere mich so ein bisschen an diese Jacob-Challenge, ne, diese Pasta-Challenge, die wir in München mal hatten. Unweit weg von hier, aber so irgendwie war jetzt auch das mit dem Trüffel. Dann Penne, beziehungsweise Spaghetti. Ist das eine Bolognese? Ja, das ist eine Bolognese-Soße. Das sind jetzt die glutenfreien tatsächlich. Ich weiß, was du meinst mit, dass die so ein bisschen, bisschen trockener, so leichter zerfallen und Ja. trockener sind. Ne? Weißt du was? Ich probiere jetzt mal das Pendant direkt dazu. Wenn wir schon Den hier haben, Unterschied. Ja. direkt der Unterschied zwischen den normalen. Man schmeckt den Unterschied. Also Ja. da ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich sage, du schmeckst den Unterschied nicht vom Geschmack, aber von der Konsistenz her. Genau. Weißt du, was ich Ja. meine? Also das auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt hier noch die Die Macaroni mit Pesto. mit Pesto. Und Pinienkern. Auch geil. Die sind lecker, gell? Die sind wirklich geil. Also Pesto finde ich sowieso immer mit Spaghetti geil. Ich muss sagen, die Bolognese gefällt mir sehr, sehr gut. Klar, Guanciale gehört mit dazu. Was jetzt hier noch so fehlt, das hatte ich bei der letzten Challenge, finde ich immer persönlich ganz geil. Ich habe so einen Burrata-Käse manchmal gerne so oben drüber. Ein Weißt du, dass Burrata. das so richtig schön weich nochmal ist, so ein Ja, bisschen diese Kälte das mit dazu. stimmt. Aber damit haben wir alle durchprobiert, bis auf die. Die sind, glaube ich, noch mal andere, oder? Das sind die mit Trüffel, nur mit den Bandnudeln. Nur Also mit den Bandnudeln, Tagliatelle. ne? Habe ich gerne immer früher mit Lachs auch gegessen als Kind, Ja. das weiß ich. Die Nudeln sind lecker. Geil. Also alles, was mittlerweile mit Trüffel ist, schmeckt mir super. Ja, damit würde ich sagen, ich muss mich ranhalten. 84 Minuten habe ich Zeit. Ich gebe ein bisschen Gas. Tu das. Und Musst dann du würde das ich sagen, sehen wir uns entweder danach oder zwischendurch wieder. Auf jeden Fall lasse ich mir gut gehen. Ich würde sagen, let's go. schaffen. Viel Glück Danke dir. und guten Appetit. Dankeschön. Wir sind bei 71 Minuten angekommen. Das heißt, wir sind jetzt schon fast so eine Viertelstunde dran. Habe mich bisher so ein bisschen hier auf die linke Platte konzentriert. Weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil ich einfach Linkshänder bin. Werde so ein bisschen von hinten nach vorne das so ein bisschen zu mir schieben. Viele von euch haben auch geschrieben, dass ich den Löffel nehmen soll. Aktuell komme ich auch mit der Gabel ganz gut klar, weil ich hier noch so ein bisschen da und da pieken kann. Was richtig geil ist, wir haben wieder diese Wärmeplatten parat. Also das passt immer richtig top. Dadurch bleibt die Pasta richtig schön heiß, muss man schon fast sagen. Also gar nicht nur warm, sondern wirklich richtig heiß. Es schmeckt gut, es macht Spaß. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass es halt ein Fertiggericht ist in 4 Minuten, wie sie es mir gesagt haben. Und ja, viele von euch auch geschrieben haben, sie würden es jetzt auch gerne essen. Könnt ihr euch bei Alamama einfach ganz gerne bestellen. Presse und alles ist vor Ort. Also heute ist echt viel Tantam. Freut mich natürlich dank euch. Und ich würde sagen, wie es viele von euch schon schreiben, ich darf nicht zu viel quatschen. Auch wenn 84 Minuten eine große Zeit sind, aber bei 5 Kilo Pasta, wisst ihr selber, müssen wir uns auch anhalten. Also, weiter geht's. Upsi, let's go. Wir haben jetzt knappe 60 Minuten noch Zeit. Damit sind 24 Minuten um, wenn ich richtig gerechnet habe. Noch kann ich richtig rechnen. Wie es nach 5 Kilo Pasta oder nach keine Ahnung wie viel aussieht, müssen wir dann schauen. Aber wie gesagt, schmeckt richtig gut. Die Heizplatten wirken 1A. Die Pasta ist nicht zu heiß, aber bleibt richtig warm. Also
Ich sag mal, das ist die beste Geschäftsidee bzw. beste Anschaffung, die ich hier gemacht habe, diese Heizplatten. Wir haben sogar beide jetzt diesmal ausgestreckt. Aber ihr seht, auch wenn Pasta immer wieder gut reingeht, stopft es natürlich ordentlich. Ne? Ihr seht hier, was jetzt auch ganz cool ist, hatte ich ja vorhin bereits erwähnt, dass ich, wenn ich die Pasta jetzt so ein bisschen von hinten nach vorne geschoben habe, man jetzt auch hier viel Pasta kombinieren kann. Ne? Ich habe jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen Trüffelpasta mit Guanciale, Speck. Ist natürlich nochmal krasser Geschmack, kann man einfach nicht anders sagen. Also, es schmeckt, es macht Spaß. Ich denke mal, ich werde die erste Platte jetzt hier soweit fertig kriegen, mich dann nochmal ganz kurz melden und ja, mal schauen, wie es dann aussieht. Aber Stand jetzt, ich meine, gut, wir haben erst eine Platte gleich, also ein Viertel von der ersten ist auch noch drauf. Schaut noch gut aus, aber ich muss weiter schauen, dass ich mich ranhalte, denn viele, die auch jetzt hier gerade live dabei sind, vielen Dank dafür, können auch mal wieder gerne live vorbeikommen vor Ort, sagen schon, Zeit könnte doch knapp werden, wenn er so viel weiter quatscht. Deswegen ranhalten, meine Lieben. Ich habe gehört, dass du noch gerne ein paar Toppings hättest. Ja, aber ob ich die haben will, ist was anderes. Ich habe zu den Leuten gesagt, dass ich es immer ganz geil finde, wenn man Toppings noch drüber hat. So, ne? Weil, ich sag mal, Pasta an sich ist schon geil. Hier auch mit dem Guanciale schmeckt halt gut. Auch Lasagne, deswegen schmeckt mir die Lasagne auch so ganz geil, weil da schon der Käse mit drauf ist. Aber wenn ich halt Pasta gerne esse, habe ich immer, ich sag mal, Meeresfrüchte, was weiß ich, so mal gerne drüber Burrata, wie ich ja auch vorhin schon gesagt hatte. Ja, aber du hast jetzt nicht noch was besorgt, oder? Ich habe ein bisschen was für dich dabei. Ernsthaft? Ja, na klar. Wie viel? Also, ich hätte hier einmal ein wenig Chicken. Ein wenig? Schaut euch das mal an, mein Lieben, das ist nicht wenig. Wie viel Kinder sind auch wieder ein halbes Kilo? Du darfst sie gerne selber drauf machen. Ja, mach du mal drauf. Möchtest du alles haben? Das darf man mich nicht fragen. Mach mal ein bisschen drauf. Okay. Auf welche Wir können uns Pasta auf die hättest? Hälfte einigen. Mach drauf, wo du meinst, wo es am besten schmeckt. Dann machen wir einfach die Hälfte. Ich will die Challenge ja immer noch schaffen. Ja, ist gut. Die andere Hälfte ist für dich. Ja. Ne? Du hast ja vielleicht auch Hunger jetzt zunehmen. Viele Leute schreiben immer, sie kriegen Hunger, wenn sie meine Videos sehen. Ja, das stimmt. Dann kannst du ein bisschen Hähnchen dazu essen. So. Dankeschön. Aber das ist nicht alles. Ich habe noch mehr für dich. Dann war doch gut, dass wir nur die Hälfte vom Hähnchen genommen haben. Was hast du denn noch? Du hast gesagt, du magst Burrata. Nein. Hab ich jetzt zwar nicht ganz, aber ich hätte einen Mozzarella für dich. Ach, wie geil. Ah, damit tust du mir gerade. Da bin ich jetzt geschmacklich einfach gespannt. Wo darf der hin? Boah, tu drauf, wo du meinst, ja. Mach mal so. Also jetzt sind wir auch wirklich bei den 5 Kilo angekommen dann. Ja, definitiv. Also nicht nur bei 4,8, sondern wirklich bei 5 Kilo. Boah, ach. Ich sag ja, ich nehme den Mund immer zu voll. Dankeschön. Und, um es noch zu toppen, Noch was? habe ich dir einen Trüffel mitgebracht. Okay, für die Trüffelnudeln. da ist okay. Nur ein bisschen Trüffel ist okay. Jetzt komme ich wirklich wie vor, wie wir es damals in München hatten. Ein bisschen Trüffel drüber. Ich sag ja, Trüffel darf immer sein, ist oder? für die Feinschmecker heute. Ist für die Feinschmecker. So, perfekt. Machen wir das auch noch drauf. Ich weiß nicht, ob es jetzt für mich anstrengender wird, gleich die zweite Runde, weil es jetzt einfach mehr ist oder leichter, weil es anderer Geschmack ist. Aber ich danke dir auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit dem Hähnchen schmeckt. Dann nehme ich mir jetzt aber mal wieder die Gabel dazu, wenn wir jetzt das Hähnchen schon mit den Spaghettis haben. Jetzt frage ich dich mal, wenn du schon hier bist. Was ist deine Lieblingspasta? Das wollte ich dir vorher schon verraten, als du begeistert warst von den Trüffelnudeln. Weil das sind auch meine Favoriten tatsächlich. Ja, die sind echt extrem lecker. Also, wie gesagt, die schmeckt gut, die Lasagne finde ich gut. Ich glaube, das wären so meine beiden Favorites, wie du auch schon sagst. Ja. Aber, weißt du was? Du hast mich schon genug abgelenkt. Ich weiß, die Leute regen sich schon auf. Ich habe es gehört, ich mich auch, denn ihr habt nur noch fast die Hälfte der Zeit. Und dementsprechend würde ich sagen, danke dir Machst du fürs weiter. Essen, aber ich muss jetzt mich ein bisschen ranhalten. Gerne. Ja, Ich habe aber Dankeschön. noch eine Kleinigkeit für Was deine hast du? Zuschauer. Und zwar haben wir extra ein Bundle für euch gemacht. Und ihr kriegt wegen 12 Pastas sogar 12% mit dem Code PASTA12. Das ist doch eine schöne Ach so. Überraschung. Das kam vorhin auch noch die Frage, was kostet denn so ein Pasta? Was kostet Ab denn so ein 6 Euro kriegt ihr eine Pasta. Das variiert. Jetzt zum Beispiel die mit Trüffel sind ein bisschen teurer und die mit Tomatensauce ein bisschen billiger. Aber ab 6 Euro seid ihr gut dabei. Pasta? Okay. Ja. Das kam nämlich gerade nur die Frage, was so eine Pasta kostet. Ja, ist auch interessant dann zu wissen. Und 12% gibt es jetzt für die Leute on top, oder was? Genau. Ja, auch nicht schlecht. Also Leute, ihr habt es gehört, 12%. Let's go. Ihr habt mein Favorite gehört, Lasagne und die Trüffelnudeln. Die empfehle ich auch. Aber wie gesagt, wir geben mal ein bisschen Gas jetzt hier. Na gut, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Dankeschön. Oh, wir haben jetzt noch 35 Minuten auf der Uhr. Auch von der Platte haben wir jetzt, ich wünschte, es wäre schon die Hälfte. Ich glaube, es ist viel, viel weniger. Also was schon weg ist. Ich sag mal so, er hat mich da wieder ein bisschen überlumpen lassen, Fleisch mitzunehmen, denn das stopft nochmal natürlich on top. Also wird mir auch richtig warm. Mir war bis vorhin richtig kalt, weil aktuell sind es halt einfach so krasse Minustemperaturen. Auch wenn die Heizung überall an ist, die Luft merkt man.
Aber wie gesagt, ich merke die Pasta, so langsam steigt es auch mir zu Kopf. Haben wir jetzt gerade mal gehört, so 160 Kalorien auf 100 Gramm, was dann dementsprechend ja mal 10, 1600 sind und dann mal 5. Also ja, sind wir so bei 7.000, 8.000 Kalorien plus minus, ne? Ungefähr, was jetzt hier die 2 Platten sind. Also, langsam kickt's rein, ich merk's. Aber was auch reinkickt, ist die Zeit. 33 Minuten nur noch. Und ich werde auch immer langsamer. Zu trinken habe ich immer noch nichts gebraucht. Aber ich würde sagen, wir machen weiter und schauen, upsi, dass wir uns von vorne nach hinten immer wieder so ein bisschen vorankämpfen. Weiter geht's. Also, meine Lieben, wir gehen so in die letzten Reste der Lasagne, der 5 Kilo, der 2 Pastaplatten rein. Haben jetzt hier noch ein Stück, dann machen wir 2 draus Lasagne. Ich merke auf jeden Fall am Ende, wie der Käse nochmal reinknallt. Ich fange auch langsam echt an zu schwitzen, also vorhin war ja wirklich kalt. Aber jetzt so langsam merke ich vor allem im Kopf, weil mir ja schon gut warm ist. Kommen wir zum letzten Stück. Lasagne nochmal zum letzten. Und damit haben wir innen, ich sag mal, mit 18 Minuten Restzeit, wenn ich das richtig sehe, etwas knapp über 60 Minuten, müsste ich jetzt nochmal genau ausrechnen, ich kann es gerade nicht mehr rechnen, aber auf jeden Fall etwas über 60 Minuten die 5 Kilo Pasta Challenge von Alla Mama geschafft und uns damit tatsächlich kostenlose Pasta für die Ewigkeit besorgt. Oh, Halleluja, meine Lieben. Ich habe nichts zu trinken gebraucht, was immer ein gutes Zeichen ist, dass mir es wirklich gut geschmeckt hat. Aber jetzt so langsam merke ich halt wirklich, wie die Pasta reinkickt. Mir wird immer wärmer. Ich merke das auch gerade so an meinem Gesicht. Ich glaube auch, weil die Luft hier gerade immer gleich hier mit Durchlüften auch ist. Boah, ich merke es jetzt gerade. Pasta geht am Anfang immer richtig gut. Flutscht auch richtig geil, weil es halt auch super schmeckt. Aber es knallt dann von jetzt auf gleich rein. Ne? Also es ist immer so unterschiedlich. Ne? Fleisch dauert dann immer so ein bisschen, kommt so nach und nach. Und bei Pasta, so, das habe ich jetzt 1, 2 Mal schon gemerkt. Boah, Halleluja, da knallt es von jetzt auf gleich so richtig rein. 5 Kilo Pasta geschafft. Der 34. Stempel sollte uns damit sicher sein. Was uns auch sicher ist, was auf dem Kanal ja auch fehlen darf, ist hoffentlich eine süße Nachspeise mit einer süßen Begleitung, die hoffentlich uns gleich noch mal besuchen wird. Hoffentlich ist sie nicht schon weggelaufen. Denn den Stempel, den brauchen wir noch. Pasta für die Ewigkeit. Ach, geil, haben wir jetzt. Wie ich sehe, hast du alles geschafft? Ja, alles geschafft. Ich hoffe, jetzt geschmeckt. 2 Platten, mir hat es richtig gut geschmeckt. Also, ich habe, glaube ich weiß nicht, ob ich mich erinnere, aber selten wo ich nicht zu trinken brauche. Und das jetzt nach über 1 Stunde Essen. Das ist mal so ein Zeichen bei mir, dass es mir gut schmeckt, dass es gut bekömmlich ist, weil ansonsten müsste ich irgendwann anfangen zu trinken. Und deswegen sage ich, Halleluja, die 5 Kilo Pasta waren geil. Mir persönlich, bleibe ich dabei, hat wirklich die Lasagne am besten geschmeckt. Das finde ich super. Wenn ich mich bei euch entscheiden müsste, was zu holen, dann wäre es definitiv die Lasagne. Mit dem Käse, ich habe auch am Ende gemerkt, klar, sie stopft natürlich auch am meisten. Ja. Aber es wäre jetzt so mein Favorite gewesen, sage Speed Talk. Aber ich danke dir für eine geile Challenge. Sehr gerne. Und du schaffst jetzt noch ein Dessert? Dessert geht immer. Okay, das ist also eine Dessert gute geht Aussage. immer. Also wenn was sicher ist, dann ist es eins, dass eine süße Nachspeise immer geht. Aber dafür würde ich sagen, ich mache mein Buch fertig, mache unser Foto fertig. Du machst deinen Stempel und Kuli fertig und das Dessert. Und dann sehen wir uns mit einer kleinen süßen Nachspeise wieder, würde ich sagen. Genau, geil. so machen wir's. Dann bringen wir den Nachtisch rein, würde ich sagen. Boah, sehr gerne. Ach nein, geil. Ich erkläre dir kurz, was es ist. Ich sag dir eins, was eins ist, denn da macht mir keiner was vor. Das ist ein Lava Cake. Genau, da brauche ich keinem mehr was vormachen. Und das kommt aus Sizilien. Das ist ein Cannolo. Okay. Das ist so mit Ricotta drin, ein bisschen Schokolade. Und außen ist es so ein Teig, der ist knusprig. Ja. Und ein bisschen Pistazien. Okay, mit Sahne wahrscheinlich, ne? Vanilleeis. Und Schokoladeneis. Schokoladeneis, geil. Dankeschön. Ich weiß noch gar nicht, woran ich als erstes gehe. Lava Cake ist mein Lieblings. Wo gehe ich rein? Guten Appetit für die Zukunft wünscht dir Alla Mama. Con amore. Con amore. Was heißt Con amore? Mit Liebe. Oh, ja. Dankeschön. Dann lass uns doch mal ganz kurz was versuchen. Ich habe schon mal Schokoladeneis probiert. Bist du Vanille- oder Schokofan? Vanille, definitiv. Ich eigentlich auch. Dann lass uns doch mal zusammen das Vanilleeis probieren. Das lasse ich mir nicht entgehen. Mit Sahne oder ohne? Mit. Ja, dann bist du ja. Geht immer. Ist geil. Er hat noch nicht mal die Schokosoße drüber gebraucht. Reicht mir Vanille. Da, wo du Fan sein musst, da gibt's gar nichts. Ansonsten würde ich dich jetzt aus dem Video hier entfernen. Also wer kein Lava Cake mag, der hat die Welt nie verstanden. Schau es dir an. Oh, ich liebe es immer, wie dann der flüssige Kern dann einfach mit dazu ist. Ne? Dazu sage ich immer, die kleine Kugel Vanilleeis darf nie fehlen, denn was ich halt ganz geil finde, ist immer diese Kombination aus warm und kalt. Ja, vor allem mit Vanilleeis und Schokolade. Ich weiß gar nicht, was du mir gerade Gutes tust damit. Aber du willst nicht alleine essen. Hier, probier mal. Das schmeckt wirklich lecker. Ich nehme ein kleines. Nimm ein kleines Stückchen. Geil. Und dann hatten wir hier, was hast du gesagt zuletzt noch? Ein Cannolo. Cannolo? Nimmt man den so in die Hand? Den nimmst du in die Hand und dann abbeißen, ja. Sonst ein bisschen schwer. Also nimm mal in die Hand.
Boah, Und? ganz anderer Nachtisch. Ist das Mascarpone noch da drin oder was ist Das das? ist Ricotta-Creme. Ricotta. Das kommt aus Sizilien und ist so ein klassischer Nachtisch. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Ja, also muss ich siehst du? sagen, habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Erste Mal. Gibt für alles dein erstes Mal. Bleib aber trotzdem dabei. Das hier ist mein Lava Cake. Favorite. Lava Cake. Egal aus welcher Region, egal woher. Ich gehe rein in die Vanille, in die Sahne. Lava Cake, lass mir gut gehen. Stempel 34 ist gesichert. Ich danke dir dafür. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Mit einer geilen Challenge. Die zweite folgt jetzt. Ich trete ja noch gegen den Chef an, habe ich gehört. Ja. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, Big MTV, zweite Challenge jetzt. Ich genieße erstmal den Nachtisch mit dir, das ein oder andere Eis. Und dann schauen wir mal, wie viel Pasta noch reinpasst. Aber Pasta für die Ewigkeit bei aller Mama ist gesichert. Meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Gerne liken, teilen, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier oder auf Big MTV. Liebe Grüße aus Regensburg. Ciao, ciao.